So, ich bin der Benny Leuchter. Ich nehme euch heute mit im Golf GTI Edition 50 rund um die Nordschleife. Wir sind im Freitagstraining der VLN unterwegs. Das heißt, wir haben einige Rennfahrzeuge mit Slick-Bereifung, die auf der Strecke sind. Und schauen wir mal, was so geht. Ja, der Grand Prix-Kurs auf dem Nürburgring ist ja Teil der VLN-Streckenvariante. Das bedeutet, dass wir hier eine Kombination fahren aus Nordschleife und Grand Prix-Kurs. Im Golf GTI Edition 50 merkst du gerade hier auf dem Grand Prix-Kurs den erhöhten Radsturz an der Vorderachse. Hier auf dem Grand Prix-Kurs ist wichtig, dass wir das Auto nicht zu hart pushen, ja, dass wir noch unseren Reifen, Luftdruck, Bremse, all das, was wir natürlich auf der Nordschleife brauchen, auch dann auf der Nordschleife zur Verfügung haben. Dementsprechend heißt es hier im Endurance-Bereich natürlich etwas früher zu bremsen, als man eigentlich könnte. Ein bisschen Tempo rauszunehmen in die Kurve hinein, dass wir nicht ganz so hart pushen, damit wir es gleich auf der Nordschleife richtig fliegen lassen können. Und da macht das Auto natürlich besonders viel Spaß. Ja, sind jetzt hier auf der letzten Kombination Richtung Gegengrade. Hier werden wir gleich Topspeed erreichen. Also grob 210 vorm Anbremsen ist ultra schnell. Mit dem Rennauto sind wir hier knapp 6-7 km/h schneller. So, anbremsen und jetzt geht's raus auf die Nordschleife. Schönstes Stück Landstraße der Welt. Ja, wir sind in der Sabine-Schmitz-Kurve hier angekommen. Hier wichtig, auch bei der Rekordrunde, nicht zu viel pushen. Schwung mitnehmen, den Berg hinunter. An dem 2-Kilometer-Schild hier wird eingelenkt. Wir nehmen den Speed mit durch die Kurve. Lasst uns wieder weit raustragen. Anbremsen für Hatzenbach. Das Auto reinlaufen lassen hier in diese Kombination. Leicht den Curb berühren auf der rechten Seite. Wieder Vollgas. Jetzt den Curb hier maximal attackieren. Wieder raus beschleunigen. Jetzt geht es schon in Richtung 3 Kilometer. Anbremsen für Hocheichen, eine Kombination vor der langen Geraden, hoch Richtung Flugplatz. Wichtig, früh ans Gas, den kompletten Schwung mit runternehmen, Richtung Flugplatz, dass wir hier mit maximaler Geschwindigkeit auch am Flugplatz ankommen. Quiddelbacher Höhe, leichtes Anbremsen, Bremse wieder ablösen und das Auto durch die Doppelrechts hindurchrollen lassen. Schwung wird komplett mitgenommen wieder. Runter zum Schwedenkreuz, einer der schnellsten Stücke auf der Nordschleife hier mit dem Fahrzeug. Ja, knapp 240 km/h, über die Kuppe, leichtes Anbremsen, Bremse wieder ablösen und das ist eine blinde Kurve. Ja. Hier muss die Linie passen, hier muss ich vorher genau mein Auto positioniert haben, um zu wissen, wie ich über diese Kuppe fahre. Danach das sofortige Runterbremsen für Aachenberg, eine sehr scharfe Rechtskurve runter in die Fuchsröhre, wo wir gerade unterwegs sind. Das hier geht alles easy voll. Sind auch schon wieder bei 220 in die Kompression der Fuchsröhre hinein und nach der Kompression sofortiges Anbremsen für den schnellen Linksknick. Und jetzt kommt eine schöne Kombination. Der Adenauer Forst ist für mich immer ein Highlight, denn hier stehen sehr, sehr viele Fans. Sowohl beim 24-Stunden-Rennen, aber auch bei den NLS-Läufen. Auch hier wieder der Schlüssel früh ans Vollgas, um den Schwung mit rauszunehmen. Auf die lange Gerade Richtung Metzgesfeld. Eine sehr schnelle Linkskurve hier. Und hier hat der GTI seine Stärken. Ja, in diesen Ecken, in diesen Passagen, da spielt er seine Stärken aus, seine Performance in dieser Kombination. Wieder anbremsen. Und das Stück hier, es geht alles bergab. Wir sind jetzt Downhill unterwegs bis zum Bereich Breitscheid. Die sogenannte Piff-Puff-Kurve hier auch ein sehr schöne Kombination. Geht auch sehr gut zu fahren mit dem GTI. Das Auto ist sehr spurstabil, auch beim Anbremsen hier. Wenn ich anbremse aus hohen Geschwindigkeiten, es gibt sehr, sehr viel Vertrauen. Wehrseifen, langsamster Punkt der Strecke, langsamster Punkt der Nordschleife. Das ist eine dritte Gangkurve, wir beschleunigen wieder raus.
immer noch unterwegs bergab Richtung Breitscheid und Breitscheider Brücke. Anbremsen, das Auto positionieren, früh ans Gas, durchrollen lassen und ab hier, liebe Freunde, ab hier geht alles bergauf. Fahren komplett bergauf, jetzt wieder hoch bis zur hohen 8 durch das Karussell. Ab hier müssen wir wirklich jeden Zentimeter der Strecke ausnutzen, um maximal Schwung mitzunehmen. Sind im Bereich Bergwerk jetzt hier unterwegs und vor dem Scheitelpunkt sind wir schon wieder am Gas. Beschleunigen jetzt hier den Berg hinauf, versuchen uns jetzt hier links zu halten, das geht alles easy Vollgas und versuchen so wenig Meter wie möglich zurückzulegen, weil jeder Meter, den wir hier extra fahren, der kostet natürlich Zeit. Holen ein bisschen aus für die schnelle Links im Bereich Kesselchen, Klostertal. Es geht alles bergauf, Vollgas. Jetzt bereite ich mich vor auf die sehr schnelle Linkskurve, die Mutkurve, leichtes Anbremsen, wieder ans Vollgas. Über die Kuppe, leichter Lupfer, Auto positionieren, wunderbar, gerade anbremsen. Jetzt sind wir im Bereich Steilstrecke schon angekommen. Es geht aber immer noch bergauf. Fahren jetzt eine kleine Schleife, denn wir fahren jetzt Richtung Karussell. Ja, die wohl bekannteste Kurve auf der Welt. Ja, hier merken wir auch die Kompression und auch hier wieder früh raus beschleunigen, Schwung mitnehmen. Fahren immer noch bergauf Richtung hohe 8, denn ab der hohen 8, da spielt der GTI wirklich seine Stärke komplett aus. Das ist ein sehr technischer Part hier auf der Nordschleife. Ab hier, ab diesem Bereich, hier ist der GTI wirklich besonders stark unterwegs. Es ist eine Abfolge von Kurvenpassagen. Der Fahrrhythmus muss hier passen, du musst komplett im Flow sein, das Auto voll ans Limit bringen. Leichtes Anbremsen im Bereich Wippermann, hier rechts den Curb können wir voll mitnehmen. Aufpassen, dass wir links nicht zu weit rauskommen, um uns wieder zu positionieren über die Kuppe. Anbremsen für Eschbach Richtung Brünnchen, wo immer sehr viele Fans stehen. Ja, hier können wir auch mal winken. Brünnchen 1 bis an den Körper heran, anbremsen. Brünnchen 2 schön eng halten, schön rechts bleiben. Ist sehr atypisch. Normalerweise würden wir hier so ein bisschen ausholen, aber innen liegt der Grip, innen liegt der Gummi. Hier den Bereich Eiskurve, den hat man neu asphaltiert im Winter 24, 25. Sehr viel Grip vorhanden aktuell. Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsstellen, dem Pflanzgarten. Hier wird gesprungen, zack, Auto kurz in der Luft. Danach sofort die Kompression, wieder ans Vollgas. Ja, und hier müssen wir eine sehr gute Linienwahl haben, denn hier Pflanzgarten 2, zack, springen wir wieder, positionieren unser Auto jetzt links im Bereich Stefan Belloff S. Wird nochmal leicht abgehoben. Alles Vollgas hier, anbremsen für Schwalbenschwanz, eine technisch sehr anspruchsvolle Kurve. Gibt es mehrere Linien, mehrere Varianten. Ich nehme immer die mittlere Linie, um mein Auto danach zu positionieren für die folgende links. Wieder anbremsen, Karussell 2, das kleine Karussell, so genannt. Wichtig hier, dass wir nicht zu weit rechts rauskommen, sondern uns schön links halten, um anzubremsen, hier Richtung Galgenkopf, eine sehr schnelle Doppelrechtskurve, Einlenkeinschlag. Wir steuern das Auto hier mit dem Gaspedal und jetzt früh ans Vollgas Richtung Döttinger Höhe. Ja, hier haben wir jetzt ein bisschen Zeit auch mal durchzuatmen auf der langen Geraden der Döttinger Höhe, bevor wir uns wieder konzentrieren müssen, denn am Ende der Döttinger Höhe wartet die Hohenrheinschikane bzw. der Tiergarten in die Kompression hinein. Mit Topspeed wird hier reingefahren. Aktuell haben wir 245 auf der Uhr. Der Linksknick geht voll. Konzentrieren uns jetzt für die Kompression, bereiten uns vor, Auto rechts positionieren. Zack, durch die Kompression, leichtes Anbremsen.
Bremse wieder ablösen und danach erneutes Anbremsen für die Hohenrheinschikane. Und das war eine Runde auf der Nordschleife im Golf GTI Edition 50.